Servus, grüßt euch, euer Molos 19, eine weitere Folge Artist Talk aus den schönen Soundstar Studios in München. Heute zu Gast Sergio 64, ein brandneuer Newcomer, ballert demnächst seine erste EP, gebt euch Bös. Intensivtäter, aggressive Südländer, meine Brüder sind diese Leute auf den Phantombildern. Kämpfe für mein Fabrika, Bombenleger, Türenöffner, Einser-Dribbler, Wallah, Gangster, Yoki, bis der Shakamaka. Hinter Gitter, Hayat, Bitter, bin ein Hustler, echte Räuber, Motherfucker, Soygun, Banker, Gece, Gündüz, war Alarma. Blitzeinbuch, Hilfe, SOS, kriminal, illegal, glaub mir, Sergio kennst, Baba. Kriminal, illegal, glaubt mir, Sergio kennt. Ja. Was geht ab, Bruder? Alles bestens bei dir. Mal wieder Artist Talk. Danke, dass du gekommen bist. Oder danke, dass ich kommen durfte. Sergio 64 nennt ihn niemals Serko. Ich habe ihn einmal Serko genannt, direkt Ansage bekommen. Das hört sich richtig Allmann an. Verstehst, aber nach Köhm. Woher kommst du, Bruder? Wer bist du? Was machst du für Musik? Erzähl mal ein bisschen. Bruder, bin aus München. Türke, in München Ja. geboren. Mach Straßenmusik, Rap, wie wir alle das lieben. Aus welchem Bezirk kommst du? Hasenbergel. Ja, direkt halt. Ja, nette Gegend auf jeden Fall. Scherbenviertel früher genannt, gell? So ungefähr, aber ist besser geworden, wie man es halt nimmt. Ja, normal, Bruder. Irgendwann werden alle erwachsen, machen dann Musik statt Blitzeinbrüche, oder? Ich lache jetzt einfach mal. Ja, normal, Bruder. Deine Single ist jetzt auf Insta schon mal angekündigt. Richtig. 13.12. Release Day, haben wir gerade gesagt. 1-3, 1-2, du weißt Bescheid. So schaut's aus, Bruder. Wie heißt der Track? Um was geht der Track, Bruder? Nicht bei Tag, nur bei Nacht heißt der Track. Ja, da geht's halt darum. Um was geht's da? Oder? Hört euch das an so. Street Life, hä, Bruder? Real Talk, würde ich mal Wie sagen. lange rappst du schon? Mit wem machst du Musik? Was geht ab bei dir? Morok, ich mache das schon lange eigentlich, aber so richtig professionell mache ich das jetzt seit 1,5 Jahren. Kennengelernt habe ich Oti, It's Oti, schöne Grüße. Mit dem habe ich das richtig angefangen, mit Tonstudio und alles. Ihr macht's also selber ein bisschen, produziert's ja halt, nimmt's Genau, auf. also viele Beats, sehr, sehr viele Beats stammen von Oti. Dann habe ich vor kurzem Berapis kennengelernt. Auch ja, schön groß. Berapis ist eh stadtbekannt eigentlich. Korrekter Mann. Arbeitet mit sehr vielen Leuten zusammen, sehr stabile Sachen. Auf jeden Fall. Und ja, bis jetzt mit den zwei. Wir sind jetzt erstmal dabei, was zu starten. Schauen wir mal, wie es wird, ne? Normal, wir haben eigentlich angefangen zu schreiben vor ein paar Tagen. Wegen einer ganz anderen Geschichte. So Foodtruck, Moodtruck von mir, von Ja, dir. Dann habe ich auf einmal deinen Track gesehen. Ich habe den zwar schon mal geteilt gehabt, Bruder. Und dann höre ich mir den nochmal an. Sag ich, Alter, was ist denn das, Alter? Das ist Ja, eine Bombe, Digga. Das ist eine Rakete, Digga. ja, nee, aber es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir jetzt hier vom Foodtruck, plötzlich sitze ich jetzt hier, weißt du, wie ich meine? Ist geil. Normal, das sind halt manchmal diese Schicksalsbegegnungen vielleicht auch. Was hast du vor? In welche Richtung geht dein Sound? Was willst du machen in Zukunft? Oder einfach auf die Fresse Sound so. Das ist einfach... Wen feierst du momentan am meisten? Bruder, jetzt sage ich den Namen. Jeder wird mich dafür hassen, Bushido. Schon von klein auf, ich feiere diesen Menschen. Ich feiere seine Mucke. Scheißegal. Bushido bleibt Bushido, Bruder. Ja, Bruder, es gibt ja auch einige, die sagen, er ist keine Ratte, wurde unterdrückt, bla bla bla. Die Meinungen verschieben sich ja. Bushido jetzt so oder so hat auf Amazon Vertriebsdeal bekommen, habe ich gesehen. Ja. Hab gesehen, er hat irgend so eine Doku gedreht, bla bla bla, wo er so seinen Fall sich erklären will, warum er seit 3 Jahren im warum er seit 3 Jahren, Bruder, mit der Agency zusammen wohnt, Bruder, einen auf Man in Black, Bruder. Ja, was heißt Man in Black? Morok, schau mal, die Sache ist... Bruder, früher hat er doch auch gesagt, Schwarzkopf Kanake, Bruder. Man in Black, Bruder. Ja, man muss das von einer anderen Perspektive aus sehen. Schau mal, der Kerl hat Kinder, Familienvater, was weiß ich was, hat mit falschen Typen zusammengearbeitet. Was heißt falsche Typen, Bruder? Es war sein Business, weißt du, wie ich meine? Bruder, normal. Ja, irgendwann ist es halt so außer Kontrolle geraten.
So AK außer Kontrolle. So ungefähr, oder? ja, so AK-technisch. Ja, dann muss der halt irgendwie gucken, wo er jetzt bleibt. Weißt wie ich meine? Ja, es muss weitergehen. Aber Bushido, Bruder, Nummer 1 Rapper. Denkst du irgendwie, sein Sonny Black Album wird noch was reißen? So, was denkst du da? Also, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht der größte Bushido-Follower, so, dass ich alles kenne. Aber ich habe gesehen, irgendwie Sonny Black 2, er sagt, er wird Mutter ficken, er wird rasieren, er wird vieles aufdecken, wird, keine Ahnung, so Inside-Job-mäßig so alles aufdecken, dass er eigentlich der Gefickte ist, so. Digga, ich sag mal so, das wird jetzt keine Bombe. So, weißt wie ich meine, aber es wird krass. Es wird echt krass. Wallah, es wird krass. Bruder, aber ich muss ja auch ehrlich sagen, vielleicht bist du auch einer der Jungs, der ihm die nächsten Texte vorrappen muss. Dass er weiß, wie der Flow funktioniert. Weil ich hab gesehen, so, Digga, K1 musste ihm vorrappen, dass er den Flow kapiert. Shindy auch irgendwie so, sagen die Leute. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, der Kerl ist halt ein Geschäftsmann. Er ist ein Geschäftsmann, Bruder. Er bezahlt. Bruder, er hat viele von meinen Jungs verklagt. Ich schwör dir, weil sie sein Album gedownloadet haben, Bruder. 800 Euro Strafe. Schöne Grüße an Klaus. 800 Euro als Sickdebe, Bruder. 800 für nichts, Bruder. Weg. Also, dann wäre eigentlich auch die Frage geklärt, so wer dein Traumfeature in Deutschland ist, wäre ja dann wahrscheinlich auch Bushido. Ja, okay, jetzt nicht direkt Traumfeature, Bruder. Vorbildtechnisch schon von klein auf immer Bushido gehört. Mit Ja, seinem Bruder, früher hat jeder Bushido gehört. Deswegen. Da kann man sagen, was man will, er hat auch alles rasiert. Er hat die größten Hallen gemacht, er hat Gangster-Rap etabliert, er hat Echos abgeräumt, Bruder. Ja, da kann man nicht sagen. Er hat Nobelpreis bekommen für Integration, Bruder. Er hat sehr viel erreicht, Bücher geschrieben, dies, das. Alles. Aber Film, Bruder, allein der Film. Wir wissen ja Songwriter und so, Bruder. Aber glaubst du, sein Buch hat auch ein anderer geschrieben? Ich habe sein Buch Bruder, ich habe sein Buch gelesen in Jugendhaft. Ich schwöre auf alles. Einziges Buch gewesen. Schöne Grüße an Amaral. Der hat es damals mit reingebracht, als er rein musste, Digga. So, ich habe es dann irgendwann bekommen, so, weil er durch war mit dem Buch. Immer nur Warcraft, Bruder. Ich habe das nicht einmal gelesen. Dann bin ich wieder geflüchtet in meine Warcraft-Welt. Aber anderes Thema jetzt, Bushido hin oder her. Ich finde auf jeden Fall richtig krass, stabiler Flow. Mit wem willst du in Zukunft rappen? Hast du schon Leute, mit denen du Raps, Features machst? Was machst du jetzt gerade? Oder wir haben ein Team aufgebaut, irgendwie in unserem Kreis, so sage ich jetzt mal. Buras 2-4, Jascha. Wir sind zu dritt, wir versuchen was zu starten, wir nehmen Songs auf, wir tun... Jascha, auch starker Künstler, habe ich auch schon geteilt bei Battlefield 089 Rap Magazine, Bruder. Genau, richtig. Mit dem bringen wir jetzt auch ein paar Sachen raus. Es wird auch demnächst mal, irgendwann mal, hoffe ich mal, jetzt nach dem 13.12. planen wir auf jeden Fall weiter. Und dann schauen wir einfach, was abgeht. Sind auf jeden Fall krasse Sachen, muss ich sagen. Also von Jascha echt überraschende Sachen. So, welche Richtung taugt dir zurzeit am meisten so? Weil es gibt ja jetzt 1000 Richtungen auf einmal, Bruder. Ist ja nicht so wie früher, dass man sagt 90 BPM, Klassiker, weißt du, so rappt man runter. Welche Richtung willst du in Zukunft gehen oder was inspiriert dich? Was hörst du selber für Musik? So außerhalb von Bushido, Bruder. Bruder, ich selber, wenn ich alleine bin oder auch so im... Aber Bushido, aber man muss sagen, Samra nutzt ja eigentlich dieselbe Art wie von Bushido. Nur die Beats sind einfach, kann man sagen, was man will, die Beats sind heftig, Bruder. Ja, neues Style, auf jeden Fall Killer, kann man echt nichts meckern. Also, der hat sich echt gut weiterentwickelt alles. Aber ich selber höre, oder ihr werdet es auch wieder lachen, aber Damar. Arabesk Damar, türkisch Hardcore Damar. Ist einfach so mit Saz, bisschen traurige Mucke, ein Gläschen Racke dazu. Cool Ablenkung. Ja, richtig fühlen halt, Bruder. Ja, natürlich, Mann. Das ist geil. Wer wäre dein Traumfeature international? Oder ich habe darüber noch nie nachgedacht, ehrlich gesagt. Man muss zwar immer vorausdenken, aber habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung. Was würdest du spontan jetzt sagen? Spontan? Oder Basultan Engst? Oh, kranker Kerl. Typ, Mann. Ja, also ich feiere auf jeden Fall die neuen Flair, Basultan Engst Sachen auch übelst, Bruder. Oder CCN, Bruder, rasiert auf jeden Fall, Bruder.
Flair haut seine Boxen, seine Lederjacken weiter. Schöne Grüße an Flair, Amanakium. Digga, der durfte das ja nicht. Irgendwie hat er das weitergemacht, ne? Irgendwas war Bruder, doch er da. macht das einfach, weil er Flair ist, Bruder. Er hat alles erfunden. Ja, Flair ist Flair. Du weißt selber. Bruder, sogar, dass du das Mikrofon so hältst, wie du hältst, das hat er erfunden, Bruder. Oder Flair. Na, aber Spaß beiseite, Flair. Artist Talk wartet auf dich, Bruder. Komm vorbei. Gleich morgen, Bruder. Jederzeit. Aber, was für Beats taugen dir, Digga? Zum Beispiel, jetzt gibt's ja diesen ganzen New School Style, diesen Apache-Style auch und Trap, Drill. Ich habe zum Beispiel von dir schon 2, 3 Tracks Drill gehört. Du sagst zwar, der eine ist nicht Drill, ich sag, der ist Drill, Bruder. Aber es steht dir auch gut. Ja, Bruder, man muss halt Sachen ausprobieren. Ich meine, probieren, testen, machen und dann siehst du, ob was wird oder nicht. Und Drill finde ich auf jeden Fall geil, feiere ich. Ist krass. Ansonsten einfach nur Straßensound, Digga. Das muss sich einfach krass anhören. So einfach Koffer kaputt. Das muss einfach geil sein. Weißt du, wie ich meine? Ja, normal, Shisha-Musik taugt dir jetzt nicht so? Ja, das ist jetzt nicht so meine Welt. So Autotune, Autos, okay. Mio, Playlisten. Nein, Bruder, gar nicht meine Welt. Null, null, null. Gibt's natürlich geile Sachen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles scheiße ist, aber... Bruder. Für mich auch, du rappst sehr hart, straight, nach vorne, auf jeden Fall Straße. Kannst du dir vorstellen, selber irgendwie so melodischer zu werden, auch Autotune-mäßig irgendwas zu machen? Viele sagen ja generell, na, Autotune, da bin ich raus, so. Die anderen lieben es, die anderen hassen es, Bruder, keine Ahnung. Bruder, ich bin offen für alles. Ich habe das auch schon mal getestet und alles. Ich musste aber nur ein bisschen weiter mich entwickeln. Aber das wird schon. Also ich bin für alles offen. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, nein, niemals, ich probiere das jetzt nicht. Ich will das auf jeden Fall machen. Wir haben auch ein paar Sachen am Start, wo ich wirklich ein bisschen melodischer irgendwie das mache und alles. Aber wie gesagt, man muss einfach probieren. Du benutzt ja auch zum Beispiel jetzt bei dem Track 13.12. viele türkische Wörter auch. Kannst du dir vorstellen, auch mal rein auf Türkisch was rauszuhauen? Oder sagst du, dir taugt es mehr, das zu mischen, Bruder, weil du halt hier integriert worden bist, irgendwie Deutschland auch, irgendwie Türkisch auch und das einfach so rausballerst? Morg, ich sag dir ehrlich, das sind, also das, was du vorhin gehört hast, das war mein 5. deutscher Track. Davor hatte ich nur türkische. Okay. Also ich mache Deutschrap nicht lange. Davor habe ich nur auf Türkisch gerappt. Kennst du Kankanui zum Beispiel? Kenn ich, sehr guter Freund von mir. Schöne Grüße. Übrigens. Ja, der macht ja auch nur Türkisch, Bruder. Richtig. Mit dem Miko zusammen, auch viele Tracks. Oh, Miko Grüße auch, an Miko. Babamann. Bestimmt auch mal hier bei Artist Talk, der ist ja mit seinem Bohrmaschinen-Song oder Millionen von Klicks, Bruder, Krank. Millionen über Millionen von Klicks. Ja. Nee, also kann ich Weißt du, was die Bohrmaschine macht? Die Bohrmaschine macht wieder Krach. Krach. Oder einfach krank. Behindert geil. Was soll ich sagen? Normal, ich habe ihn auch gesagt, es steht dem auch, weißt natürlich, ist auch ein ernstzunehmender Künstler und so. Ja, normal. Aber auf jeden seine Fall. Parodien sind schon heftig, Bruder. Also, Aber feier ich, Bruder, warum nicht? Schau mal, wie geil das ankommt. Es steht ihm, weißt du, wie ich meine? Besser als wenn so er jetzt gibt's ja auch irgendeinen Schwachsinn macht. gibt's eigentlich auch so einen Mainstream-Rapper, wo du sagst, keine Ahnung, der ist einfach für dich ein Spaß. Mit so einem würdest du nie Musik machen. Gibt's momentan sowas oder sagst du, keine Ahnung, mir sind alles scheißegal. Ich höre es eh nicht, keine Ahnung, so. Ja, Bruder, da gibt es schon sehr viele Namen. Ja, Bruder, erzähl mal, jetzt hau mal raus, die Hasenbergler wieder. Die Hasenbergler wissen doch, wie es geht. Ja, Moruk, das kann man jetzt nicht einfach so offiziell rausdonnern. Aber da gibt es echt genug Namen. Wird es bei Tracks auch dann Seitenhiebe geben oder behältst du das rein für dich und denkst Nein, dir da gibt es einfach schon nur, so kleine Messages. Also die Ja, Leute wissen sind wir schon, auf- wer damit gemeint ist. So. Das ist schon. Ja, da warten wir mal drauf, Bruder. Weil ich bin ja immer so ein bisschen für Competition, Bruder. Auch wenn wir bald wieder Veranstaltungen machen, Battlefield 089 Rap Magazine Veranstaltung, Ja. wird es auch Battles geben. Ich finde sowas sehr wichtig in Hip-Hop. So, dass man auch mal seine Meinung sagt und nicht alles so geil findet. Aber es ist natürlich auch schön, wenn es gar kein Beef gibt, Bruder. Weißt, dann entstehen vielleicht neue Features, das, kann alles so seinen Drive nehmen. Das ist aber dann langweilig, Digga. Auf Dauer Das schon, gehört deswegen sich- meine das ich gehört so. dazu. Weißt? Ich meine, Leute streiten sich überall ständig, überall gibt's Streit, wie Frauen. Anstatt mal wie Frauen rumschreien. Warum einfach denkst du, mal ist Streit machen. München noch nicht so, keiner so richtig rausgekommen? Okay, wir haben Alias, jetzt haben wir die Ruhr bei PA Sports so.
aber immer noch nicht so der richtige Wegschäberer. So. Kann ich dir sagen, Bruder. Schau mal, Alias, Ruhr, beide sind aus München, aber sind nicht in München. In München, Dicker, das läuft halt so ab, ich komme zu jemandem an, sag, hey, ich will das und das aufnehmen, ich will hier und da dies, das machen. Der überlegt sich gleich, hey, warte mal, ich wurde vor 3-4 Monaten gefickt, jetzt bin ich mal an der Reihe und dann werde ich dort gefickt, dann mache ich dasselbe mit dem, der mit dem, das ist eine Kettenreaktion. Oder jeder schiebt den anderen irgendwas rein, weißt du, wie ich meine? Keiner unterstützt den anderen. Da ist null Unterstützung, keine Teamarbeit, gar nichts. Jeder versucht seinen Hack irgendwie rauszuholen. Deswegen kommt in München noch keiner weiter, ich sag dir ehrlich. Das ist so. Ja, das ist auf jeden Fall schon so eine tote Sache ein bisschen. Das ist traurig. Aber manchmal kommt es mir so vor, als Support für den Süden zum Beispiel gibt es ja. Bruder, die haben auch so Rapper-Turniere, haben jetzt bald auch wieder eins geplant und so. So deshalb bringt so ein bisschen Reibungen. Aber Bruder, es hat auch gezeigt, welche Lager so gut miteinander kombinieren oder harmonieren, Bruder. Solche Anreize hat auf jeden Fall mittlerweile die Stadt, finde ich so. Schauen wir mal, was in Zukunft passiert. Aber es würde mich auch freuen, wenn vielleicht mal so Features entstehen, wo man gar nicht gedacht hätte. Zum Beispiel Neuperlach und Messe und so, das ist alles so abgegrenzt für sich. Die anderen Bezirke sind so abgegrenzt für sich so. Wäre einfach mal heftig, einfach zu sehen, Bruder. Ein Neuperlacher, wo man es gar nicht gedacht hätte, keine Ahnung, mit einem Pasinger, Hasenbergler, Neuhausener, Mosacher so. Bin ich auch gespannt, ob das nochmal passieren wird, so in der Münchner Rap-Welt. Oder ob es mal wieder richtig losgeht mit ein paar Disses und so, wie es halt wirklich sein soll. Weil bis jetzt ist es ja auch ein bisschen so mal nach Zahlen, Digga. Den Leuten so sagen, ja, du bist cool, du bist das, du bist dies. Und hintenrum, ja, das ist nur so ein Das ist das, Bruder. Wie Frauen, ich schwör's dir, jeder labert den anderen hinterher. Aber da muss einfach mehr Zusammenhalt sein. Beef kommt 100%. Also in München wird's echt mal krachen, aber danach wird auslotiert, wer wo ist, so quasi. Bestimmt. 100% wird das passieren. Auch wer real ist und wer nicht. Richtig, das ist es. Weil viele rappen, Dicker, ja, ich hab den so gemacht, den gefickt, hier, das gemacht, Geld getan. Ohne Ende, dabei alles fake, bling, Bruder. Ich schwör's dir, der rappt, der macht 10 Diesen am Tag und dann kommt der ins Studio und meckert wegen 80 Euro Beat. Weißt du, wie ich meine? Sag, oh, Bruder, machen wir 40, machen wir 30. Hey. Bazar, Bruder. Ja, Mann. Und wenn's fertig ist, am besten nochmal. Ja, Bruder, aber schon ein bisschen teuer, Bruder. Ist halt echt so. Und danach, 2 Tage später, schreibt er wieder seinen Text. Ja, Cruise in Maybach, was weiß ich was. Oder? Das ist schon echt heftig, Mann. Ich hab das auch gesehen, Bruder. Ich war ja 13 Jahre Türsteher auch, weißt du, in München. Ja. Ich habe so einige bei mir feiern sehen. Zuletzt in Beverly Hills. Schöne Grüße ans Beverly Hills. Geil. Coole Jungs haben das jetzt übernommen, aus Neuperlach auch. Die machen jetzt ihr Ding, sind zum Glück wieder offen nach Corona-Krise. So, ich hoffe, die können sich davon erholen. Auf jeden Fall, da sieht man dann natürlich auch, solche Sachen sagt man halt nicht, weil das war meine Arbeit, aber natürlich, Mann. Die Leute, die wissen schon Bescheid, die wo da waren, Bruder, und die wo auf krass machen und dann die Leute anbetteln nach einer Häuten, Bruder. Weißt, die Leute wissen schon selber Bescheid. Genau das meine ich, Dicker. Und die eigentlich Hausverbot haben und dies und das und trotzdem dann reingelassen wird, weil es einem leid tut, Bruder. So, ja, Bruder, irgendwann mit Hundeblick geht immer. So komm schon, ja, aber bitte. Auch viele coole, zum Beispiel Akku Picasso habe ich kennengelernt, mehr oder weniger an der Türe, Bruder, der ist bei uns reingekommen. Stabiler, strammer Junge gewesen, weißt du. So. Den Doc habe ich kennengelernt von AMS, auch an der Türe, ist auch kaputter Typ, richtig geiler Mensch, Bruder. Macht mit Teddy Lights zusammen Sound, schöne Grüße nach Neuhausen. Und so kommt es natürlich auch. Man lernt natürlich nicht nur die Keuden, unrealen Leute kennen, auch stabile Leute. So ist es, man. Kontakte sind schon wichtig. Kontakte muss man echt pflegen. Ich glaube, es wird jetzt schon langsam Zeit, dass halt richtig rausgebrettert wird. Es gibt auch viel Potenzial, viele starke Künstler. Oder München hat zu lange gewartet. Wir müssen echt mal einfach mal einen Hieb machen und einfach alle zusammenhalten, irgendwas starten, egal was. Schau, momentan hast du nicht mal was draußen. Ich habe deinen Flow gehört, Bruder. Ich habe mir gedacht, scheiß drauf. Er soll gleich einen Artist Talk bekommen für seine erste Single. Ich danke dir dafür. Das nehme ich jetzt auch als Schlusswort her, Bruder. Grüß nochmal, wen du grüßen möchtest. Bruder, Jascha, Buras, Erham, Burak. Schöne Grüße an euch. Alles cool. 24/7, du weißt Bescheid. Ihr wisst Bescheid, das war Molos 1.9 mit meinem besten Man hier, der den größten Scheiß gedroppt hat aller Zeiten. 13.12., ihr wisst Bescheid. Sergio 64
Gebt euch bös, lasst ein Follow da, ein Like, einen Kommentar und verfolgt den Jungen. Das war eine weitere Folge Artist Talk aus den Soundstar Studios. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Follow da, kommentiert den Beitrag und gebt euch bös, wenn Sergio 64 seine EP droppt. Bis dahin, euer Molo 19.